An diesem kalten Mittwochmorgen wachte Mariana mit geschwollenen Augen auf, vom vielen Weinen. Es war 05:44 Uhr, als sie sich im Bett aufsetzte, tief durchatmete und die Decke anstarrte, mit einem Druck in der Brust, der einfach nicht verschwinden wollte. Ihre Wohnung im 10. Stock war still. Das lauteste Geräusch war ihr eigener zittriger Atem. Seit sie vor 2 Monaten ihren Job verloren hatte, bestand ihr Alltag nur noch aus leeren Tagen, voll emotionalem Nebel und unbezahlten Rechnungen. Sie war 29 Jahre alt, hatte einen Abschluss in Betriebswirtschaft, einen tadellosen Lebenslauf und eine Leere in der Seele, die niemand zu bemerken schien. Auf dem Küchentisch stapelten sich Briefe. Doch einer fiel ihr sofort ins Auge. Ein beigefarbener Umschlag ohne Absender, adressiert nur mit ihrem vollständigen Namen und der Handschrift. Diese Schrift. Mariana erstarrte. Sie kannte diese Schrift. Stundenlang rührte sie den Umschlag nicht an. Sie ging durch die Wohnung, betrachtete ihn, trank Kaffee, kam zurück. Sie hatte Angst, denn tief im Innern wusste sie, das hatte mit etwas zu tun, das sie seit 17 Jahren zu vergessen versuchte. Erst um 11:47 Uhr fasste sie Mut. Drinnen war nur ein gefaltetes Blatt aus einem alten Notizbuch, vergilbt, aber sorgfältig aufbewahrt. Mariana, wenn du das hier liest, ist die Zeit gekommen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Suche nach Dona Nelly, Rua das Andorinhas Nummer 48. Sie wird dir erzählen, was ich nicht konnte. Unterschrift M. Keine weiteren Erklärungen. Mariana blieb wie versteinert. Der Name Dona Nelly weckte ein längst verdrängtes Echo in ihrem Gedächtnis. Etwas, das tief vergraben war. Sie griff zum Handy, tipperte die Adresse ins GPS, 43 Minuten entfernt. Trotz aller Angst wusste sie, dass sie nicht weitermachen konnte ohne Antworten. Es war Zeit, sich der Vergangenheit zu stellen. Die Rua das Andorinhas lag in einem alten Stadtteil, schlichte Häuser, verwilderte Gärten. Mariana ging langsam, betrachtete aufmerksam die Hausnummern. Bei der Nummer 48 hielt sie an, ein einfaches Haus mit einer schmalen Veranda, an dessen Fenster eine gelbe Gardine im Wind wehte. Sie atmete tief durch, schluckte ihre Angst herunter und klingelte. Keine Antwort. Sie klopfte. Wieder nichts. Gerade wollte sie gehen, da hörte sie Schritte. Eine ältere Frau mit weißem Haar und müden Augen öffnete. »Bist du Mariana?« fragte sie, noch bevor Mariana ein Wort sagen konnte. »Ja, wer sind Sie?« Die Frau trat einen Schritt zurück, sichtlich bewegt. »Du hast Ihre Augen...« »Die von meiner Mutter?« »Nein, von deiner wahren Mutter.« Diese Worte trafen Mariana wie ein Schlag. »Was meinen Sie damit?« »Meine wahre Mutter. Sie müssen sich irren.« Dona Nelly deutete ihr einzutreten. Zögernd folgte Mariana. Im Wohnzimmer roch es nach Kräutern und alten Büchern. Ein Standuhr tickte leise im Hintergrund. Du hast geglaubt, Clara und Roberto seien deine Eltern. Aber die Wahrheit ist, sie haben dich aus ihrer Liebe großgezogen. Denn deine Mutter Julia musste fliehen und sie hat dich mir übergeben. Marianas Kopf drehte sich. Ihr wurde schwindelig. Fliehen? Wovor? Die alte Frau seufzte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Vor ihrer eigenen Familie. Du wurdest in eine Geschichte hineingeboren, die erst jetzt erzählt werden kann. Und alles begann mit einer Lüge, die deiner Mutter fast das Leben kostete. Dona Nelly ging zu einem Regal, holte eine blaue Kiste hervor, gefüllt mit alten Fotos und vergilbten Papieren. Sie reichte Mariana ein Bild. Eine junge Frau mit lockigem Haar und sanftem Lächeln. Auf dem Arm ein Baby, sie. Das ist deine Mutter. Sie hat dich mehr geliebt als alles andere. Mariana war sprachlos. Ihre Hände zitterten. Aber warum hat sie mich zurückgelassen? Warum? Die alte Frau sah ihr tief in die Augen. Weil es die einzige Möglichkeit war, dich zu retten. Und um selbst zu überleben. Mariana presste das Foto an ihre Brust, als könnte sie durch das vergilbte Papier die Wärme jener Frau spüren, die sie nie gekannt hatte. Ein Teil in ihr schrie, dass das unmöglich war. Aber ein anderer glaubte es schon, noch bevor sie mehr erfahren hatte. »Was ist mit ihr passiert?« flüsterte sie. Dona Nelly atmete tief ein. Sie war erst 19, als sie schwanger wurde. Ihre Familie war wohlhabend, sehr einflussreich. Dein Großvater war ein angesehener Politiker.
Als er von der Schwangerschaft erfuhr, wurde er außer sich. Er ließ sie in eine Klinik einweisen, offiziell zur psychologischen Erholung. In Wahrheit war es ein Ort, an dem junge Problemfälle versteckt wurden. Und mein Vater? Sie hat nie gesagt, wer er war, nur dass er sie liebte und dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen sei. Seitdem lebte sie in Angst. Mariana sah die Papiere mit Tränen in den Augen an. Aber warum hat sie mich bei einer anderen Familie gelassen? Weil man versuchte, dich ihr direkt nach der Geburt wegzunehmen. Sie floh, mit Hilfe einer Krankenschwester aus der Klinik, und kam direkt zu mir. Ich war Hebamme, kannte ihre Familie seit ihrer Kindheit. Sie sagte nur, rette mein Kind. Wenn sie mich finden, wird es nicht leben dürfen. Ich habe dich 3 Monate lang bei mir behalten. Dann kamen Clara und Roberto, Freunde aus meiner Jugend, die nie Kinder bekommen konnten. Sie waren gute Menschen. Ich habe ihnen vertraut. Sie versprachen mir, dich wie ihr eigenes Kind zu lieben. Und sie haben es getan. Mariana hielt sich die Hände vors Gesicht. Mein Gott, du musst verstehen, Mariana, deine Mutter hat dich nicht verlassen. Sie hat dich gerettet. Und was ist dann mit ihr passiert? Donna Nelly zögerte. Langsam ging sie zu einer Schublade und holte eine rote Mappe heraus, die sie tief versteckt hatte. Sie schrieb mir jedes Jahr einen Brief, bis sie plötzlich nicht mehr schrieb. Der letzte kam vor 7 Jahren. Darin stand, dass sie schwer krank sei, aber dass sie dich wenigstens einmal sehen wolle, selbst aus der Ferne. Mariana nahm den Brief in die Hand. Die Handschrift war identisch mit der aus dem Umschlag. War sie es, die mir diesen Brief geschickt hat? Vielleicht, oder jemand in ihrem Namen, ich weiß es nicht, bis heute. Auf dem Heimweg fühlte sich Mariana wie in Trance. Jedes Wort von Donna Nelly hallte in ihrem Inneren nach. Zu Hause angekommen, konnte sie nicht schlafen. Sie sah sich alte Fotos an, Erinnerungen, die plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekamen. Wer war sie? Wer war diese Frau Julia, die alles aufgegeben hatte aus Liebe? Und warum gerade jetzt? Warum kam dieser Brief ausgerechnet in dem Moment, in dem sie sich am tiefsten verloren fühlte? Es war, als hätte das Leben genau diesen Augenblick abgewartet, um ihr zu zeigen, du bist nicht allein. Die Leere, die du fühlst, hat einen Ursprung. Am nächsten Tag begann Mariana zu recherchieren. Sie besuchte Standesämter, fragte nach Akten, zeigte einem befreundeten Anwalt den Brief. Und dann machte sie eine unglaubliche Entdeckung. Ihr Name stand nicht in den offiziellen Geburtsunterlagen als leibliches Kind von Clara und Roberto. Die Adoption war informell gewesen, wie es früher oft gemacht wurde, fernab von offiziellen Behörden. Der Name der leiblichen Mutter im Geburtsregister: Julia Nogueira Bastos. Und mit diesem Namen fand Mariana noch mehr. Julia war Klägerin in einem alten Verfahren gegen ihre eigene Familie wegen Freiheitsberaubung, Misshandlung und versuchten Mord. Mariana war wie gelähmt. Ihre Mutter war zum Schweigen gebracht worden, im wahrsten Sinne. Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie fühlte Wut, Mitgefühl und eine neue Angst. Die Angst, in die Vergangenheit zu blicken und zu erkennen. Das alles hätte auch ihr passieren können. Doch in diesem Moment fasste sie einen Entschluss. Sie würde Julia finden, egal wo. Sie begann mit dem, was sie konnte. Krankenhäuser, psychiatrische Kliniken, öffentliche Register. Sie postete in Foren, suchte in sozialen Netzwerken, rief über 30 Personen mit dem Nachnamen Bastos an. Die meisten legten auf, sobald sie den Namen Julia erwähnte. Bis eines Samstagnachmittags das Telefon klingelte. »Hallo, ist das Mariana?« »Ja, wer spricht?« »Ich habe deinen Beitrag gesehen. Ich glaube, ich bin dein Onkel.« Der Mann hieß Enrique Bastos. Er war Julias jüngerer Bruder. Seine Stimme zitterte. Er war hörbar bewegt. Er erzählte, dass Julia tatsächlich zwangsweise in eine Klinik eingewiesen worden sei, vom Vater, und dass sie, entgegen aller Gerüchte, noch lebte. Sie lebt seit Jahren in einer Einrichtung. Sie hat Phasen, in denen sie schweigt, aber sie spricht manchmal von dir, auch wenn sie dich nie gesehen hat. Mariana schluckte hart. Darf ich sie sehen? Ich glaube, sie hat ein Leben lang darauf gewartet. Der Ort lag 2 Stunden entfernt. Eine schlichte Einrichtung auf dem Land, umgeben von Bäumen und Stille. Mariana kam mit klopfendem Herzen an.
Ihre Hände waren schweißnass, ihre Gedanken wirbelten durcheinander, voller Angst und Hoffnung zugleich. Eine Pflegerin namens Patricia empfing sie freundlich. Ihr Blick war sanft, verständnisvoll, als wüsste sie bereits, was diese Begegnung bedeutete. Sie ist im Garten. Jeden Nachmittag sitzt sie unter demselben Baum. Sie sagt, dort träumt sie von ihrer Tochter. Mariana spürte, wie ihre Beine weich wurden. Sie ging langsam den Korridor entlang, bis sie sah. Eine schmale Frau, auf einer Holzbank sitzend, graue Haare, ihre Haut vom Leben gezeichnet. Doch ihr Blick war lebendig, so wie ihrer. Langsam näherte sich Mariana. Sie wollte sie nicht erschrecken. Julia blickte einige Sekunden geradeaus. Dann drehte sie den Kopf, als hätte sie etwas gespürt. Ihre Augen weiteten sich. »Du bist sie?« flüsterte sie mit rauer Stimme. Mariana nickte, Tränen in den Augen. »Ja, ich bin Mariana.« Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Julia hob die Hände zitternd an den Mund. Sie weinte still. »Ich habe gewartet. Jeden Tag. Jeden einzelnen.« Mariana kniete sich vor sie. »Ich wusste nichts. Ich schwöre es. Aber jetzt bin ich hier, Mama. Ich bin hier.« Und dann umarmten sie sich. Zum allerersten Mal. Es war eine lange Umarmung. Eine Umarmung von 29 Jahren Abwesenheit. Von Schmerz und stummem, überlebendem Mutterliebe. Die Pflegerin beobachtete die Szene aus der Ferne. Tränen standen auch ihr in den Augen. Julia schluchzte wie ein Kind. »Verzeih mir, dass ich nicht stark genug war, dass ich nicht früher gekommen bin. Du hast getan, was du konntest. Du hast mich gerettet.« An diesem Tag verbrachten sie Stunden miteinander. Mariana hörte Fragmente von Geschichten, Erinnerungen in Bruchstücken. Julia kämpfte noch mit den Schatten in ihrem Kopf. Doch manchmal war sie einfach nur eine Mutter. Sanft, aufmerksam, stolz. Bevor Mariana ging, versprach sie, »Ich komme wieder und ich werde für dich sorgen, so wie du für mich gesorgt hast, auch wenn du nicht bei mir warst.« In den folgenden Wochen leitete Mariana ein Betreuungsverfahren ein. Sie sprach mit Anwälten, kontaktierte soziale Stellen und startete sogar eine Online-Kampagne. Der Fall rührte viele Menschen. Die Geschichte einer Mutter und einer Tochter, getrennt durch Lügen und wieder vereint durch Liebe, sie ging viral. Julia wurde in eine spezialisierte Klinik verlegt, mit besserer Betreuung. Mariana besuchte sie jeden Tag. Sie brachte Blumen mit, Süßigkeiten, Fotos und mit der Zeit kehrten die Worte zurück. Julia begann zu malen, schrieb kleine Notizen, bis sie eines Tages etwas sagte, das Mariana für immer im Herzen behalten würde. »Jetzt kann ich schlafen, weil ich weiß, dass du wirklich da bist und dass es dir gut geht.« Mariana selbst fand neue Kraft. Sie begann ein neues Studium, eröffnete einen Online-Kanal, um Geschichten wie ihre zu erzählen, über Wiedersehen, über entdeckte Wahrheiten, über Liebe, die alle Zeiten überdauert. Sie erhielt Nachrichten aus dem ganzen Land. Doch das, was sie am tiefsten bewegte, war Julias Blick. Diese müden, aber wachen Augen, die leise zu sagen schienen, »Danke.« Auch Clara und Roberto besuchte sie, nicht mit Vorwürfen, sondern mit Dankbarkeit. »Ihr habt mir Liebe gegeben, als es sonst niemand konnte, aber jetzt habe ich meine Wurzel gefunden.« Sie fielen sich weinend in die Arme. Denn Familie ist nicht nur, wer dich zur Welt bringt. Familie ist, wer dich liebt. Heute trägt Mariana keine Leere mehr in sich. Sie weiß nun, der Schmerz der Vergangenheit verschwindet nicht einfach, aber er kann sich verwandeln. Sie hat ihren Schmerz verwandelt, in eine Brücke, in Liebe, in eine Geschichte. Julia lebt jetzt bei ihr. Manchmal schweigt sie, manchmal singt sie. Und jeden Abend, bevor sie schlafen geht, berührt sie Marianas Gesicht, als wolle sie sich vergewissern, dass sie wirklich da ist. Und das ist sie. Denn wahre Liebe überlebt selbst das Vergessen, selbst die Lügen, selbst den Tod. Und sie kann wieder aufblühen, auch nach so vielen verlorenen Jahren. Das ist Marianas Geschichte. Die Geschichte einer Frau, die zurückgelassen wurde und dann entdeckt, die in der Vergangenheit den Schlüssel fand, um ihre Gegenwart zu heilen und die heute mit den Augen ihrer Mutter in ihren eigenen versteht, was wahre Liebe bedeutet. Und du? Hast du schon einmal etwas erlebt, das dein Leben und deine Vergangenheit in einem neuen Licht erscheinen ließ? Schreib es uns in die Kommentare und sag uns,
aus welcher Stadt du zuschaust. Deine Geschichte könnte jemandem Hoffnung schenken.